Als Julia an diesem trüben Morgen das Café betrat, ahnte sie nicht, dass dieser scheinbar gewöhnliche Tag ihr Leben für immer verändern würde. Sie bestellte wie immer Cappuccino mit Zimt und setzte sich an denselben Tisch wie jeden Tag direkt am Fenster. Der Regen hatte das Glas beschlagen, draußen eilten Menschen vorbei, gleichgültig gegenüber dem, was um sie herum geschah. Julia öffnete ihr Notebook, wie sie es jeden Tag tat, doch bevor sie die Tastatur berührte, bemerkte sie etwas Seltsames. Ein brauner Umschlag lag auf dem Tisch, ohne Absender, sorgfältig platziert. Sie blickte sich um. Das Café war fast leer, nur ein Paar weiter hinten und eine ältere Dame mit Zeitung. Zögerlich öffnete sie den Umschlag. Drinnen befand sich ein gefaltetes Blatt, handgeschrieben, als stamme es aus einem alten Notizbuch. »Du verdienst so viel mehr als das, was die Welt dir einreden will. Gib nicht auf.« Ein Schauer lief Julia über den Rücken. Es war ein schöner Satz, aber woher kam er? Und wer hatte ihn geschrieben? Aus irgendeinem Grund steckte sie den Zettel in ihre Tasche zwischen Arbeitsunterlagen und versuchte, den Tag wie gewohnt fortzusetzen. Doch die Worte hallten in ihr nach. Tief in ihrem Inneren spürte sie, das war erst der Anfang. Am nächsten Tag kehrte Julia ins Café zurück. Alles war wie immer, grauer Himmel, Duft von frisch gemahlenem Kaffee, derselbe freie Tisch. Und wieder lag ein Umschlag da. Diesmal stand auf dem Zettel, »Dein Schmerz ist nicht unsichtbar, auch wenn ihn niemand anspricht. Ich sehe dich.« Julias Herzschlag beschleunigte sich. Sie schaute sich um. Keine Kameras, keine verdächtigen Bewegungen. Der Barista sagte, er habe niemanden gesehen, der etwas auf ihren Tisch gelegt hätte. In den folgenden Tagen kamen weitere Zettel. Einer pro Morgen, immer handgeschrieben, immer so, als ob der Verfasser ihre tiefsten Gefühle kannte, die Trauer um ihren Vater, der vor 2 Jahren gestorben war. Das Ende ihrer Beziehung, das sie erschütterte. Das Gefühl, mit 34 festzustecken in einem Job, der sie nicht mehr erfüllte. Wer war diese Person? Am Donnerstag der 3. Woche war der Zettel anders. Kein schöner Spruch. Ein Rätsel. Hinter dem Spiegel findest du die erste Antwort. Verwirrt dachte Julia zunächst, es sei metaphorisch gemeint. Doch als sie abends nach Hause kam, ging sie wie ferngesteuert direkt ins Badezimmer. Hinter dem Spiegelschrank mit Klebeband befestigt war ein alter, vergilbter Zettel. Dieselbe Handschrift. Ich kenne dich noch bevor du dich selbst kanntest. Eines Tages werde ich dir alles erzählen. Julia wich erschrocken zurück. Das war kein romantischer Verehrer. Das ging tiefer, viel tiefer. Und es war beängstigend. In der darauffolgenden Woche hörten die Zettel im Café auf. Stattdessen kam ein Brief bei ihr zu Hause an. Kein Absender, kein Stempel. Jemand hatte ihn unter ihrer Tür durchgeschoben. Drinnen stand, die Wahrheit liegt in der blauen Kiste, im Schrank deiner Mutter. Julia stockte der Atem. Seit dem Tod ihres Vaters lebte ihre Mutter allein im Haus in Atibaia. Sie hatten noch Kontakt, aber nicht mehr wie früher. Zu viel war unausgesprochen geblieben. Am Freitag nahm Julia sich frei, mietete ein Auto und fuhr ins Haus ihrer Kindheit. Sie war nervös, aber entschlossen. Im Schlafzimmer der Eltern angekommen, öffnete sie den alten Schrank. Er quietschte. Ganz hinten stand eine blaue Pappkiste, die alte Erinnerungsbox ihrer Mutter. Zitternd öffnete sie. Zwischen alten Fotos lag ein Umschlag mit ihrem Namen. Nicht neu. Ein Brief ihres Vaters, datiert 1999. Wenn du das liest, ist es Zeit. Es gibt etwas, das wir dir nie gesagt haben. Jetzt musst du es erfahren. Der Brief erschütterte Julias Welt. Sie war nicht die leibliche Tochter ihrer Mutter. Ihre Mutter war in Wahrheit ihre Stiefmutter. Ihr Vater hatte vor ihr eine Beziehung mit einer Frau namens Mariana gehabt. Mariana war bei der Geburt gestorben. Der Vater, gebrochen, hatte Julia allein großgezogen. Später hatte er Julias heutige Mutter geheiratet und sie beschlossen, Julia nie die Wahrheit zu sagen. Der Brief endete mit: Vergib mir, dass ich dir nie davon erzählt habe, aber eines Tages würde jemand dir den Weg zeigen. Jemand, der ebenfalls unter diesem Schweigen litt. Julia weinte die ganze Nacht. Wie konnte niemand ihr je die Wahrheit gesagt haben? Sie begann zu recherchieren über Mariana. Sie fand heraus, dass Mariana Literatur studiert hatte und in einer kleinen Buchhandlung im Stadtzentrum gearbeitet hatte. Station
der Worte. Als sie die Buchhandlung besuchte, traf sie auf einen grauhaarigen älteren Herrn, der sich noch an sie erinnerte. Mariana war leidenschaftlich, sanft, aber mit inneren Narben. Sie schrieb viel, hatte ein Tagebuch. Vielleicht liegt es noch im alten Lagerraum. Julias Herz raste. War sie der Wahrheit näher als je zuvor? Im verstaubten Lager der Buchhandlung zwischen Kisten und Regalen fand sie das Tagebuch. Roter Ledereinband, der Name Mariana eingraviert. Julia las jede Seite mit klopfendem Herzen. Mariana erzählte von ihrer Liebe zu Miguel, Julias Vater, von der Schwangerschaft, von der Angst vor dem Tod bei der Geburt. Doch der letzte Abschnitt war der wichtigste. Wenn mir etwas zustößt, hoffe ich, dass meine Tochter eines Tages weiß, wer ich war. Und dass jemand für sie da ist, mit der Liebe, die ich ihr nicht geben kann. Julia schloss das Tagebuch, Tränen liefen ihr übers Gesicht. Sie kannte Mariana nicht, und doch fühlte sie sich ihr plötzlich so nah. Und dann erkannte sie, die Zettel. Sie kamen von jemandem, der all das wusste, jemand, der sie in Liebe begleitet hatte, aus dem Schatten heraus. 3 Tage nach dem Fund des Tagebuchs war Julia rastlos. Die Worte von Mariana hallten in ihr nach, doch eine Frage brannte in ihr. Wer schrieb die Zettel? Sie ging zurück ins Café, setzte sich wie immer an ihren Platz. Kein Umschlag. Stunden vergingen. Als sie gerade aufstehen wollte, rief der Barista: »Hey, das war in der Ideenbox. Ich glaube, es gehört dir.« Ein weiterer Umschlag. Gleiche Handschrift. »Du bist fast am Ziel. Geh am Dienstag um 14 Uhr zum Bahnhof Lutz. Bring das Tagebuch mit. Und dein offenes Herz.« Am Dienstag war sie früh da. Die Bahnhofsuhr zeigte 13:47 Uhr. Menschen strömten durch die Halle, doch Julia fühlte sich wie in einem Film. Sie setzte sich an Bahnsteig 3, das Tagebuch im Schoß, beobachtete jeden, der vorbeiging. 14:02 Uhr, nichts. 14:07 Uhr. Ein älterer Herr im blauen Anzug setzte sich gegenüber. Weißes Haar, sanfter Blick. Er zog einen Umschlag aus der Jacke und reichte ihn ihr wortlos. Sie nahm ihn mit zitternden Händen. Drinnen stand: »Es tut mir leid, dass ich nie an deiner Seite war, doch ich war nie weit entfernt.« Sie sah auf. Der Mann blickte sie mit feuchten Augen an. »Kennen Sie mich?« fragte sie. Er nickte. »Mehr als du denkst.« Er hieß Carlos. Er war Marianas bester Freund gewesen, hatte sie zur Geburt begleitet, hielt Julia im Arm, als Mariana starb. Er hatte versucht, sie zu adoptieren, doch Miguel, ihr Vater, übernahm die Verantwortung. Ich akzeptierte es, dachte, es sei das Beste für dich. Aber ich habe dich nie aus den Augen verloren. Ich war da, in deiner Nähe, habe gesehen, wie du zur Schule gingst, wie du gelitten hast. Ich wusste, du würdest eines Tages selbst nach der Wahrheit suchen. Du hast die Zettel geschrieben? Carlos nickte. Ja, es war meine einzige Möglichkeit, bei dir zu sein, ohne dein Leben zu stören. In jener Nacht weinte Julia viel. Da war so viel Schmerz und so viel Schönheit. Sie las alle Zettel erneut. Jedes Wort ergab plötzlich Sinn. Auch der Brief ihres Vaters, das Tagebuch ihrer Mutter. Alles war eins geworden. Doch ein Schritt fehlte noch. Sie musste mit der Frau sprechen, die sie großgezogen hatte. Die Konfrontation. In Atibaia stand Julia vor der Haustür mit zitternden Knien. »Warum hast du es mir nie erzählt?« fragte sie mit belegter Stimme. Ihre Mutter setzte sich, der Blick müde. »Weil ich Angst hatte.« »Wovor?« »Dass du mich nicht mehr als Mutter siehst, dass ich dich verliere.« Julia weinte. »Du bist meine Mutter, für immer. Aber ich musste wissen, wo ich herkomme.« Auch die Mutter weinte. »Du bist Licht, Liebe. Du bist Tochter vieler Geschichten. Aber vor allem bist du meine.« In den folgenden Tagen war Julia wie verwandelt. Sie schrieb einen langen Brief an Mariana und ließ ihn auf dem Friedhof zurück, wo ihre leibliche Mutter ruhte. Dann lud sie Carlos auf einen Kaffee ein. »Du hast mir mit deinen Worten das Herz geheilt. Jetzt bin ich an der Reihe.« Sie überreichte ihm einen Umschlag, darin eine Einladung. Buchpremiere, die Briefe aus dem Licht. Carlos lächelte, bewegt. Am Abend der Lesung war die kleine Buchhandlung voll. Julia stand mit dem roten Tagebuch in der Hand auf der Bühne. Lange dachte ich, meine Geschichte sei aus Schweigen gemacht, doch sie besteht aus Liebe. Liebe, die Jahrzehnte überdauerte, die sich in Briefen versteckte
und mir zeigte, wer ich wirklich bin. Applaus. Und in den Gesichtern der Zuschauer Carlos, ihre Mutter, der Buchhändler, der Barista, alle Teile ihres Puzzles. Als sie spät nach Hause kam, steckte ein Umschlag in ihrem Briefkasten, nur ein Satz darin: Jetzt weißt du es. Und die Welt auch. Sie lächelte. Und zum ersten Mal antwortete sie mit ihrem eigenen Zettel: Danke, dass du mich nie aufgegeben hast. Das ist Julias Geschichte, einer Frau, die anonyme Briefe erhielt und sich selbst, ihre Herkunft und ihren Weg fand. Und du? Hast du schon einmal ein Zeichen erhalten, das dein Leben für immer verändert hat? Schreib es uns in die Kommentare und sag uns, aus welcher Stadt du zuschaust. Danke fürs Zuschauen.